Ja, da bin ich wieder. Zu einem auch nicht unwichtigen Thema. Da haben mich zum Glück vor der OP Freunde drauf gestoßen. Und zwar das Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Da denkt man erstmal gar nicht drüber nach. Denkst du, ja, wieso, was ist das? Ja, Quatsch, das sind so Themen, mit denen willst du dich eigentlich auch gar nicht beschäftigen, weil es geht ja auch um Thema Tod und so weiter. Aber nicht unwichtig, das haben wir wirklich noch am Abend vor der OP gemacht. Da gibt es Standardvordrucke im Internet, die kannst du runterladen und ausdrucken. Also fangen wir mal an mit der Patientenverfügung. Mit der Patientenverfügung ist quasi, habe ich gesagt, was ich möchte oder nicht möchte, wenn quasi ich Matsch im Hirn bin, auf gut Deutsch. Also möchte ich lebensverlängernde Maßnahmen haben? Ja oder nein? Möchte ich künstlich ernährt werden? Ja oder nein? Und so weiter. Also all solche Geschichten müssen ja irgendwie definiert sein, quasi wenn dann der Fall eintritt. Das, wie gesagt, das willst du dich nicht mit beschäftigen, deswegen macht man es auch nicht. Aber das haben wir im Vorfeld gemacht. Da habe ich halt dann definiert, ja, das möchte ich nicht. Kannst du jede Einzelpunkte anwählen, wie du halt willst. Ne? Also ich möchte nicht, dass lebensverlängernde Maßnahmen irgendwie getroffen werden, die nur den Tod quasi hinauszögern, weil ist ja Quatsch. Ich meine, wenn du Matsch in der Birne bist und die sagen einfach, wir lassen dich am Leben, nur weil wir es können und dann bist du trotzdem Quark im Kopf, hat keiner was mit gewonnen. Also habe ich gesagt, nein, wenn das eintritt. Ne? Irgendwann ist dann halt mal Ende, muss man auch eingestehen. Ist zum Glück nicht eingetreten, von daher Kreuz an der richtigen Stelle gemacht, aber wurde zum Glück nicht gebraucht. So, sowas kann man alles da drin definieren, was auch vollkommen wichtig ist. Gerade vor so einer OP, weil, also gerade bei jeder OP kann was schiefgehen, jede OP ist ein Risiko. Ich meine, man wird nicht ins Koma, narkotisiert quasi, ne? In Schlaf gelegt, ist ja quasi fast tot, wenn man so möchte. Das habe ich gemacht, Patientenverfügung. Das nächste Thema sind die Vorsorgevollmacht. Das gibst du quasi einer Person deines Vertrauens, mit der du dich natürlich vorhin abgesprochen hast, die auch über die Patientenverfügung Bescheid weiß, dass du willst, dass Maschinen abgestellt werden, wenn es Quatsch ist und so weiter, die dann aber darüber hinaus Entscheidungen für dich trifft, wenn es denn soweit ist. Oder wenn du im Koma liegst oder länger einfach nicht ansprechbar bist oder was auch immer, dann müssen ja manche Sachen weiterlaufen. Und das ist dann ganz klar darin definiert. Das kannst du da, jede Einzelposition da aufführen. Also darf die Person zum Beispiel Arztdokumente einsehen oder überhaupt Informationen bekommen über das, was gerade mit dir passiert und Auskunftsdokumente und all sowas sehen. Nicht unwichtig zum Beispiel, sonst sagen die, tut mir leid, dürfen sie nicht, danke, schönen Tag noch. Oder Behördengänge dürfen die gemacht werden oder darf Sachen zu deinem Aufenthaltsort, also sowas wie Verlegung in ein Hospiz oder nicht, darf die Person das entscheiden oder dass du zu Hause bleibst oder finanzielle Geschichten, Bankengeschäfte, ja, dass verschiedenste Sachen dann quasi entschieden werden dürfen, die auch entschieden werden müssen, weil es gibt ja Firmen und Behörden, sowas, denen ist es wurscht, ob du im Krankenhaus bist oder nicht. Das habe ich auch festgestellt. Die haben dann da ihre 2 Wochenfristen, 3 Wochenfristen, was auch immer. Und da müssen Sachen entschieden werden. Und da ist es gut, wenn du eine Vorsorgevollmacht hast. Das ist quasi so eine Art Generalvollmacht an eine dir vertraute Person, die sich dann um dein Leben oder deine Geschäfte quasi kümmert. Also Alltagsgeschäfte, ne? Wohnung, Finanzen und so weiter. Also das kannst du alles einzeln definieren, ob ja oder nein. Und darf die Person auch in Gesundheitsfragen Entscheidungen treffen für dich, darf sie Akten einsehen und all solche Geschichten. Und das ist natürlich auch nicht unwichtig. Damit beschäftigt man sich normalerweise nicht, will man sich auch nicht mit beschäftigen, weil es ein unschönes Thema ist. Ähm, aber es ist nicht verkehrt, das im Vorfeld zu tun. Und das haben meine Frau und ich dann auch genau am Abend vor der OP auch gemacht. Wir haben uns im Vorfeld dann, es gibt diverse Vorlagen im Internet, zig, die lädt man sich einfach runter, die nimmt man sich die schönste und druckt sich die aus, füllt das aus und unterschreibt die dann. Und beim Unterschreiben haben wir es so gemacht, einfach auf Nummer sicher, haben wir uns gegenseitig einfach mit dem Handy gefilmt. Einfach nur um sicher zu gehen, damit Leute wissen, beim Unterschreiben war die Person beim klaren Kopf und da war nicht vielleicht schon irgendwie neben der Spur, was auch immer was. Und dieses Video haben wir dann aufgehoben, archiviert, dass man einfach sieht, okay, den Zettel unterschrieben, einmal alles durchgeblättert und dann den Akt des Unterschreibens
quasi gefilmt, bei beiden, damit einfach klar ist, okay, das wurde bei reinem Gewissen, klaren Kopf und den Namen kurz auch in die Kamera gesagt, kurz unterschrieben und damit war das Ding durch. Und dann haben wir es im Krankenhaus auch gleich abgegeben. Hier, bitteschön, habt ihr Schwestern. Und damit ist das Ding geklärt. Aber das ist eine Sache, die ist nicht unwichtig. Das sollte man im Vorfeld machen. Also eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht. Dann ist man auf der sicheren Seite für den Fall der Fälle, den wir nicht hoffen, der dann passiert, den man braucht. Aber wenn es dann soweit ist, dann brauchst du es. Und wenn du es dann nicht gemacht hast, dann hast du echt einen Scheiß. Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Hatte ich auch nicht auf der Uhr. Zum Glück haben mich sehr gute Freunde darauf aufmerksam gemacht. Darauf. Und deswegen haben wir das auch noch schnell gemacht, um da auf der sicheren Seite zu sein. Und zum Glück habe ich es nicht gebraucht. Das ist ja meistens so bei Sachen, ne? Lieber haben als brauchen. Wenn du es hast, dann brauchst du es nicht. Und deswegen mach das lieber. Das ist ganz gut. Weil wenn du es nicht machst, dann brauchst du es vielleicht. Also, ne? Positives Ohren wieder, einfach unterschreiben, fertig und dann hast du das Ding. Ja, das nur so als kleinen Tipp am Rande. Tja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch weiter einen schönen Tag. Positiv bleiben und fuck Manfred.